Ihr wisst es ist Spooky Season und ich denke, wir wissen alle, was das bedeutet. Meine steile These ist, dass aktuell wahrscheinlich noch mehr Horrorfilme als sonst über unser aller Bildschirme flimmern und passend dazu habe ich ein Video für uns rausgesucht, auf das wir heute reagieren werden und es nennt sich Most Underrated Horror Movies vom Kanal Terror of Tehk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, vielleicht auch Terror of Tehk. Wenn ihr es besser wisst als ich, was sehr wahrscheinlich ist, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir schauen auch gleich mal rein. Also kurze Hintergrundanalyse. Halloween und The Conjuring sind ja ziemliche Klassiker. Ich erhoffe mir von dem Video, dass es wirklich ein bisschen, ja, weggeht vom Mainstream. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Und wie gesagt, wir legen gleich los. Wer keine Lust hat, das Video kommentiert zu gucken, der ist jetzt natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, in meine Videobeschreibung zu schauen. Klickt da einfach auf den ersten Link. Das ist der Link zum Originalvideo. Ihr landet genau hier. Und alle anderen können sich jetzt mit mir gemeinsam informieren. Untertitel sind nicht verfügbar. Das, ja, versuchen wir einfach irgendwie so hinzukriegen. Are you tired of watching trash-ass horror movies? But best believe you come to the right place. Let your boy Tehk put y'all on game and we're gonna discuss underrated horror movies so y'all can get y'all spooky on this weekend. So let's get it. Okay, das Intro war schon mal ziemlich spannend. Trash-ass Horror Movies. Wow. Okay, ja. Let's have a look, nicht wahr? Und er heißt Tehk. Cooles Intro. What's going on, spooky gang? It's your boy Tehk. Welcome back to Terror of Tehk. I hope y'all having a blessed day. It's Friday. We getting ready to go into the weekend. So like I said in the intro, I'm just trying to point out some movies for y'all. Now, the movies that I'm about to list are some of the most underrated horror movies of all time. It'd be an extremely long video if I listed out every single horror movie that I felt was underrated in one video. I just wanted to drop a few gems for y'all so y'all have something to watch going into this weekend, just in case you're bored, you ain't got no plans, or shoot, you just wanna kick it back with your old lady and man, just have a good time and watch some films. Then that's what we about to get into. So to kick this off, the first movie that I want to talk about is the movie Talk to Me. Talk to Me is a movie that caught me off guard last year. When I tell you Talk to Me is a prime example of what I'm talking about, and stuff that I've mentioned previously in videos, is that you don't always have to come up with a completely original idea when it comes to horror. Horror has been around for forever. So obviously the majority of ideas, dang near 99% of them, have already been used before. Da ist was dran. Also wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, Untertitel helfen tatsächlich sehr, auch wenn YouTube da immer so Trash hinschreibt, wie dem auch sei. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, meinte er gerade, dass Horrorfilme ja oft die gleichen Themen aufgreifen und dass das nicht schlimm sei. Es ist halt ziemlich schwierig. Es gibt so bestimmte Sachen, die wir wahrscheinlich alle universell irgendwie spooky finden in bestimmten Genres. Also sei es jetzt Splatter oder Geisterfilme, dämonische Besessenheit. Das sind ja so diese typischen Dinger, die eigentlich in, ja, den meisten Horrorfilmen irgendwie aufgegriffen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, da ein komplett neues Feld zu eröffnen. Ja, von daher bin ich da ganz auf seiner Seite, sofern ich ihn richtig verstanden habe. Dass es eigentlich nicht schlimm ist, wenn man so ein Motiv aufgreift, weil die Umsetzung ja immer noch die eigene ist, also die Idee dahinter. But it's just what makes a movie special is the director's ability to take things that we've seen before, cliches, homages, things of that nature, and still make them feel fresh. Like you could change little aspects. So like in this case, of course you see entities and everything in this movie, but the way that they go about it is completely different and nothing that I feel. Ja, genau. Also auch so Special Effects oder so. Oder einfach zu gucken, was verschiedene Filmteams halt mit unterschiedlichen Budgets auf die Beine stellen können. Like we've ever seen in horror before. Talk to Me is a movie about this girl named Mia, and she essentially wants to attend this party because this whole viral social media trend, people holding like this hand and they essentially kind of like get possessed by the hand, but they do it almost as a game in a way. So kind of like using a Ouija board, but you grab the hand and
the entity itself that's on the other side of the hand takes over your body, but they usually do it in some form of a controlled environment where there's a timer to make sure, you know, people don't go over, because if you do go over, don't want to stay. The one time that she gets to try the hand, she ends up going over the time. So and what makes this movie even better, other than the creative aspect of the hand, is some of the imagery and the scenes that we get in this movie. Everything just feels so just brutal. I feel sorry for the little boy character in the movie. Everybody is just around having a good old time, you know, using this hand as if it's, you know, as if it's something fun to play with, or like they all just look like they're just so high, just on a real high from using the hand over and over and over and over and being possessed by it. So much that, like I said, the boy in the movie, you know, he was much younger, and he wanted to try out the hand, and you know, a lot of unfortunate events end up coming his way. For anybody that wants to watch this movie, it's an absolute banger. I love that movie, so I would absolutely tell you to check it out, and it's definitely one of the more underrated horror movies, especially in the past 2 or 3 years or so. Ich habe tatsächlich jetzt einen neuen Film kennengelernt. Talk to Me kannte ich noch nicht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so auch den Titel höre, würde ich an erster Stelle auch gar nicht an einen Horrorfilm denken. Talk to Me klingt irgendwie auch so ein bisschen nach, weiß ich nicht, was Romantischem. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, klang echt interessant, finde ich. Und ein anderer interessanter Aspekt ist jetzt natürlich auch diese Social-Media-Kritik. Ich denke, es ist nichts Neues, dass Leute ja, verrückte Dinge für Social Media tun. Es gibt ja diverse Trends, die irgendwie komplett ausgeartet sind, die Menschen auch das Leben gekostet haben. Ja, und das in so einem Horrorfilm zu verarbeiten, klingt für mich erstmal ziemlich interessant. Ich weiß nicht, hat jemand von euch diesen Film schon mal geschaut? Wir haben jetzt hier noch 1, 2, 3 potenzielle Empfehlungen. Wir gucken mal. The Collector sagt mir was. Next movie that I want to talk about is The Collector. So with the movie Collector, it's essentially like a home invasion movie, but with a little bit of a twist. So this movie follows this guy named Orkin, and essentially he's like a master at being able to pick locks or set up locks for different clients, this, that, and the other. So he's just like a master at being able to crack locks and break safes, things of that nature. And so not only does he have a business being able to do so, but he also uses his business to be able to utilize his skills for crime or whatever he's trying to accomplish. And so in this movie, he's setting up the security system and the locks and everything for this house, and this family is about to go out of town. This family is essentially rich, and they have this very expensive jewel inside of their safe, and he knows that. And so when they leave that night, after he, you know, sets everything up for them, he breaks in the house to be able to go steal that before they come back. But little does he know, as he's getting ready to steal it, someone else is breaking into the house as well, but for a completely different reason. So I could go further. Okay, es ist auf jeden Fall nicht der Film, den ich im Hinterkopf hatte. Öffne mal flott einen neuen Tab. Mal gucken, ob ich den Film finde, den ich im Hinterkopf hatte. Habe ich den geguckt? Ist wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre her. Aber da ging es eher in die Richtung, dass jemand Körperteile sammelte und dann so einen Menschen nachbaute. Aber vielleicht hieß der auch komplett anders. Naja, wie dem auch sei. Wir schauen einfach mal weiter. Klingt aber auch spannend. Ich finde es interessant, dass der Einbrecher es nicht mal für nötig hält, irgendwie eine Maske zu tragen oder so. Er denkt einfach, er ist so gut, dass er das nicht braucht, weil er eh nicht erwischt wird. Into this movie, but I don't really want to spoil it all. This movie is really good. I remember the first time I watched it, it was one of the more entertaining movies because you also get a lot of elements of like what you love in like your slasher movies, along with it being a home invasion movie. So 100% recommend for everybody to watch this. And sometimes you can find this movie on like Prime or
I know the sequel to it, The Collection, was on HBO Max at one point. The Collection isn't as good as The Collector, but I mean, as a 1-2 punch, they still do very well together. So definitely recommend watching that for sure. The next movie that I want to mention is The Crazies. Essentially a zombie apocalypse type of movie, just a banger to me. Of course, with me saying it's like a zombie apocalypse type of movie, you can imagine who directed. Of course, it was George Romero, which makes complete sense considering we know him from, you know, like Night of the Living Dead, all of those, you know, dead movies, zombie movies. He's like the godfather of the zombie genre in a way. The film follows the outbreak of a mysterious virus, and it infects the residents in a small town, causing them to descend into madness and violence. And what makes this cool is because you get to see how the whole town was impacted by everything, and it's such a small knit community, so a lot of people know each other. The movie for the most part is following this sheriff and his wife and how they're, you know, going about uncovering how this whole outbreak happened, who caused it. They know almost everybody in the town, and so as you're following through, and then you see many people being infected by the virus that's going around. As the infection spreads, the government quarantines the town. It leads to more chaos and paranoia. Some people who are not infected, you know, are not trying to be anywhere near the people who might be infected. They do everything in their power to navigate around the virus as best as they can. They also meet up with another small group of survivors, and you know, they all try to work together to try to navigate this whole situation. And another aspect that makes this movie cool is just like the ethical dilemmas that they go through, being able to determine and, you know, make the decisions on, you know, the lengths that you're gonna go to be able to survive a deadly epidemic. Like, the movie has so much atmosphere. This just overall is a really good movie, and definitely one that you should put on your TV if you like movies with a little faster pace. Ich liebe ja Zombiefilme. Ich weiß nicht, Zombiefilme zählen für mich eigentlich fast nicht als richtige Horrorfilme, weil ich sie nicht wirklich gruselig finde. Aber ja, ich liebe dieses Genre. Und eigentlich der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, war Resident Evil, der zweite Teil. Meine ich. Ja, im Free TV. Mir kam gerade noch eine andere Serie in den Sinn, als er so sprach. Was brandneues? The Walking Dead? Nein, Quatsch. Das war, meine ich, eine koreanische Zombie-Serie, die ich vor wenigen Wochen auf Netflix einfach weggebinged habe. Also, wenn ihr Netflix habt und irgendwie ein paar Stunden Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, das waren jetzt nicht unglaublich viele Folgen, es ist auch erst eine Staffel rausgekommen, aber ich fand das ziemlich interessant. War auch irgendwie mal was anderes, und eine zweite Staffel ist angekündigt. Sowas ist mir bei Netflix auch immer relativ wichtig. Weil ich es hasse, wenn ich mir eine Serie anschaue und die mir gefällt und dann bin ich so richtig into it und dann endet die erste Staffel mit einem Cliffhanger und dann muss ich lesen, dass Netflix die Serie einfach gedumpt hat. Ja, aber das wäre vielleicht noch eine Empfehlung. All of Us Are Dead. Ja. Schauen wir aber erstmal, wie es hier weitergeht. And the last movie that I want to mention, and it is for sure a classic, is Black Christmas, the original from 1974. This movie is just a banger overall, and for a movie that came out in 1974, this movie screams atmosphere. When we're talking about the ability for a movie to really just create a eerie, dark, sinister atmosphere, and it's all inside of a house. And so just a quick description for the people who don't know what this movie is about. The film is set in essentially a sorority house during the Christmas holidays. And that still goes back to my point of the atmosphere. Imagine it's Christmas and you still feel scared and terrified with Christmas music playing in the background and stuff like that. Like, that's how good the movie is to me. It's just a group of women in a sorority house, and they're essentially getting terrorized with phone calls initially, and
you know, eventually they all end up dropping like flies over time. So this movie definitely is a whodunit for sure. You have this nice little cat and mouse game of, you know, with Billy calling the phone, you know, Jess picking it up, and everything, and all the wild stuff that he says over the phone is just really crazy. Yeah, and this movie is also one of the first that has that final girl trope. I said, with mentioning Jess, everything that she had to do, and her ability to be able to confront the killer and survive the night. She definitely fits the mold for those final girl tropes. And if you haven't seen my Final Girls of Horror video, definitely will post that up here. And also this movie had a real large influence on the slashers that we know and love today. It's like Halloween and Friday the 13th. A lot of those movies took elements from the movie like Black Christmas to be able to lay the groundwork for the genre's, you know, conventions. And Black Christmas is definitely a banger. It's more slow paced, so it's probably not a movie that you want to watch if you're trying to, you know, see something fast paced and have a good time. It's definitely not that type of movie. But if you're fine, you know, with a slow burn, whodunit type of movie, this is right down your alley. But that's all I got for y'all today, Spooky Gang. Y'all comment down below some of your most underrated horror. Ja, also ich muss sagen, ich kannte keinen der Filme. Wie ist eure Quote? Habt ihr einen dieser, ich glaube, es waren 4 Filme schon geschaut? Ich habe jetzt auf jeden Fall was nachzuholen. Also insbesondere abgeholt hat mich tatsächlich hier Talk to Me, der erste. Der Collector nicht ganz so. Ja, Black Christmas, ich bin kein Weihnachtsmensch. Ich sag's jetzt einfach, ich bin absolut kein Weihnachtsmensch. Aber gut, dafür kann der Film ja nichts. Ich könnte mir aber auch vorstellen, The Crazies zu gucken. Einfach, ja, weil ich, wie gesagt, Horrorfilme liebe. Wie sieht es bei euch aus? Und habt ihr irgendwelche Horrorfilme im Kopf, die jetzt vielleicht in dieser Auflistung gefehlt haben, die eurer Meinung nach auch ein bisschen underrated sind? Lasst mich das gerne wissen. Und ganz wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, dann geht gerne rüber zu Terror of Tehk, gebt ihm einen Like, abonniert auch gerne seinen Kanal. Ich werde das jetzt auch tun, weil ich dieses Video sehr interessant fand. Ja, es waren halt wirklich Filme, die ich noch nicht kannte. Ich lerne gerne neue Dinge und es ist auch ein kleiner Kanal, also nicht vergessen, Support ist kein Mord. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber so ist es manchmal. Klemmt dann im Kopf. Es ist weg. Ja gut, Mensch, dann war es wahrscheinlich unfassbar wichtig. Auf jeden Fall geht rüber zu seinem Kanal, gebt ihm einen Like, abonniert, schreibt ihm vielleicht noch einen netten Kommentar. Ach so, ja, ich wollte sagen, die 1, 2 kleinen Schnittfehlerchen, die wir jetzt hier hatten, meine Güte, draufgeschissen. Ja, das war mein intellektueller Gedanke, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Bevor wir aufhören, wenn euch meine Reaction gefallen hat, würde ich mich natürlich auch riesig über einen Like freuen. Abonniert doch gern meinen Kanal und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, adieu.